Diese 3 Dividendenaktien sind den meisten Anlegern in Deutschland unbekannt und fliegen zu Unrecht unter dem Radar. Jetzt willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute 3 Unternehmen vor, die eine Dividende bezahlen und die auch schon durchaus stark ist. Und das erste Unternehmen, das ich euch vorstellen möchte, ist Partners Group. Partners Group sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Das ist ein Private Equity Unternehmen. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen und eine der wenigen Möglichkeiten für uns als Privatanleger, auch im Bereich Private Equity, uns zu beteiligen. Partners Group ist ein führender globaler Private Equity Konzern, und die haben ihren Sitz in der Schweiz, und man verwaltet eben Kapital für institutionelle und private Investoren und konzentriert sich da auf diese alternativen Investments. Also man hat zum Beispiel Investments in Breitling oder Schleich, also auch eben an diesen nicht börsennotierten Unternehmen. Und da hat man eben auch direkte und indirekte Investments und also auch Fonds of Funds und andere Anlagestrukturen hat man hier im Unternehmen drinnen und hat auch ein starkes ESG-Engagement. Auch sind die global aufgestellt, das ist kein kleines Unternehmen, man hat Niederlassungen in über 20 Ländern und man investiert hier weltweit und bietet sozusagen einen Anleger einen Zugang zu diesen internationalen Private Equity Märkten. Also eine wirklich spannende Aktie und ein interessantes Geschäftsmodell, das hier Partners Group hat. Wir schauen uns jetzt auch immer ein bisschen das Profil an, logischerweise jetzt hier in Schweizer Franken der Kurs, und wir sehen langfristig hat hier das Unternehmen in den letzten 10 Jahren einen Kurszuwachs von 376% gesehen. Wir haben im Moment einen KGV von 33 und eine wirklich gute Dividendenrendite mit 3,16%, also schon durchaus stark. Wir sehen hier auch, dass die Dividende jetzt schon seit 18 Jahren hier bezahlt und gesteigert wird, und es soll hier auch laut den Prognosen so weitergehen. Also man wird hier auch schöne Erhöhungen noch dazu bekommen. Wir haben eine Dividendenrendite im Schnitt der letzten 10 Jahre von 3,27% und das Wachstum im Schnitt der letzten 5 Jahre hat 12,13% betragen, also durchaus gut. Im letzten Jahr war die Steigerung jetzt nur noch 5,41%, aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon über 3% Dividendenrendite haben, ist natürlich dann eine Steigerung um 5% auch schon wirklich durchaus eine starke Ansage und führt dann auch zu starkem Dividendenwachstum. Analysten sagen im Moment zu 42% kaufen und 47% sagen halten. Nur 11% raten im Moment zum Verkauf. Im Vergleich zum SMI, also dem Schweizer Aktienmarkt, hat Partners Group deutlich besser performt. Im Vergleich zum S&P 500, vor allem so in dieser Corona-Phase, deutlich stärker. In der Inflationskorrektur dann mal stärker auch die Korrektur mitgemacht, als es der Gesamtmarkt in den USA gemacht hat. Und jetzt auch wieder die Annäherung. Zuletzt ist aber dann wieder der Markt in den USA deutlich davongelaufen. Klar, hier sind jetzt noch keine Dividenden mit dabei, also wenn man die berücksichtigen würde, wäre Partners Group hier vor dem S&P 500, beziehungsweise hier in den etwas schlechteren Phasen relativ gleich auf. Wenn wir uns da mal den Qualitätscheck im Trader Fox ansehen, sehen wir, dass wir einen Score von 10 von 15 Punkten haben. Also vom Umsatzwachstum und von der Stabilität der NX per Share und so weiter sieht alles sehr gut aus. Es gibt jetzt hier nur Punktabzug wegen der Volatilität und wegen der Kursverlusten. Und die Eigenkapitalrendite ist relativ niedrig, aber ansonsten wirklich guter Score auf jeden Fall. Was die aktuelle Bewertung anbelangt, sind wir jetzt auf im Schnitt der letzten 3 Jahre hier genau ungefähr 5 bis 10% überbewertet. Wenn wir das uns auf Einjahressicht anschauen, sind wir genau fair bewertet. Also deswegen finde ich die Aktie jetzt auch im Moment spannend. Einerseits natürlich kennen, denke ich, einige von euch noch nicht, hat eine hohe Dividendenausschüttung und ist jetzt hier auch fair bewertet. Also da könnte sich schon noch ein Einstieg anbieten. Ist eben auch einfach ein sehr interessantes Unternehmen. Wir haben einen Piotrowski F-Score von 4 von 9 Punkten und Dividenden-Adel-Score von also 3 von 4 Punkten. Ja, und wir schauen uns jetzt gleich noch den Chart an von Partners Group, ob sich da jetzt ein Einstieg lohnt oder wann sich dieser lohnt. Bevor wir dazu kommen, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr solche Videos zu wirklich unbekannten Titeln sehen möchtest, lass doch gerne ein Abo für den Kanal da. Vergiss auf jeden Fall Daumen nach oben nicht und die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch keine neuen Videos von mir. Dankeschön an der Stelle.
Schauen wir uns aber den Chart von Partners Group an und ich habe jetzt hier gleich mal meinen Trendkanal eingezeichnet und wir befinden uns jetzt hier im Monatschart und sehen ja langfristig aufwärts, wunderschöner Chart, auch mal eine Übertreibung jetzt hier mit drin gewesen, 2021, dann doch eine starke Korrektur, Stabilisierung 2022 und jetzt ja so ein bisschen der Turnaround, der eingeleitet wurde. Wir haben die wichtigste Unterstützung hier rund ums 78, ums 61,8er nach unten in dieser starken Korrektur tatsächlich verlassen, haben uns aber jetzt schon nach oben gearbeitet und hatten jetzt hier mal so eine temporäre Korrektur in so einer Art Flaggenformation. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kommen wir nochmal runter auf diese grüne Zone? Wenn das der Fall wäre, wäre das ein wirklich wunderschöner möglicher Einstieg. Also hier ist auf jeden Fall die wichtigste Zone, die Partners Group hat. Falls wir da runterkommen, auf jeden Fall Stabilisierung abwarten. Das größte Volumen liegt natürlich auch hier unten in dieser Zone dann. Aber ich muss dazu sagen, also im Moment sieht es eher so aus, als würden wir hier weiter nach oben ziehen. Nachdem wir jetzt hier diese 1240 CRF rausgenommen haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt hier ein neues Hoch machen. Also theoretisch wäre jetzt das Kaufsignal hier bei 1230 schon ausgelöst worden. Das CAV ist jetzt aufs Allzeithoch natürlich nicht mehr so richtig stark. Wir haben jetzt hier noch Potenzial von 35%, ist natürlich schon nicht schlecht, aber sollten wir nochmal auf die grüne Zone runterkommen, wäre das natürlich hier 72% Potenzial. Also da würde sich das natürlich nochmal deutlich ja, also mehr anbieten, da einen Einstieg zu suchen. Aber auch hier schon eigentlich interessantes CRV und vielleicht mal für den einen oder anderen von euch Einblick wert. Die Partners Group ist ein interessantes Unternehmen aus der Schweiz und hat 33 Milliarden Schweizer Franken Marktkapitalisierung, ja, und eben über 3% Dividendenrendite. Ich würde sagen, wir schauen uns aber jetzt gleich mal die nächste Aktie an, die ich dabei habe. Das nächste Unternehmen ist hier IMCD. Ja, IMCD ist ein weltweit führender Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen für Industrien wie Lebensmittel, Kosmetik, Pharma und Kunststoff. Und die haben ein Asset-Light-Modell, also man betreibt dieses Modell, bei dem es keine eigenen Produktionsstätten gibt, sondern die Produkte werden von Herstellern einfach nur vertrieben sozusagen und hat dann eine Beratung und eine technische Unterstützung im eigenen Business und ein wirklich breites Vertriebsnetzwerk und macht da eben auch sehr zielgerichtete Akquisitionen. Also man wächst hauptsächlich durch strategische Akquisitionen, um neue Märkte und natürlich auch Industrien zu erschließen. Wir sehen auch hier noch ein paar so Geschäftsmodelle, Segmente, also Beauty, Personal Care, Food Nutrition, Pharmaceuticals, Industrial Solutions. Also es ist auch ein breit diversifiziertes Unternehmen, IMCD auf jeden Fall. Und hier gucken wir uns auch mal den Chart an. Im Schnitt der letzten 10 Jahre, beziehungsweise in den letzten 10 Jahren haben wir eine Kursrendite von 565% hingelegt, also noch stärker als die Partners Group. KGV im Moment 29,88, ist ein relativ kleines Unternehmen mit 8,93 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und Dividendenrendite hier 1,5%, also auch schon ein relativ netter Wert auf jeden Fall. Haben jetzt noch keine so richtig starke Historie, 10 Jahre. Es gab jetzt hier auch eine Senkung im Vergleich zu 2022, aber die Dividende soll jetzt hier weiter erhöht werden. Und wir haben hier eine Ausschüttung, die jährlich erfolgt. Und die Dividendenrendite aktuell liegt jetzt auch tatsächlich über dem Schnitt der letzten 10 bzw. 5 Jahre und die Payout Ratio ist so bei 40%. Also auch hier ja, eine relativ gesunde Ausschüttungsquote. Die Analysten raten im Moment zu 53% zum Kaufen, 33% sagen halten und nur 13% raten zum Verkauf. Ja, im Vergleich mit dem Aktienmarkt hat hier die IMCD-Aktie deutlich dem S&P 500 outperformed, also über einen langen Zeitraum, also in den letzten 6 Jahren. Und ich denke auch, dass es dann wahrscheinlich so weitergehen wird. Auf jeden Fall wirklich extrem starke Performance. Da sind ja auch hier noch nicht die Dividenden mit berücksichtigt. Also wäre die Outperformance von IMCD nochmal stärker. Und denke ich, sollte jetzt auch ja, nicht jedem geläufig sein, dieses Unternehmen, also dieser Spezialchemikalien-Distributor. Auch für mich durchaus ein interessanter Wert.
Wenn wir uns hier das Unternehmen im Qualitätscheck anschauen, sehen wir einen Score von 13 von 15 Punkten. Es gibt hier nur einen Punktabzug wegen der Nettogewinnmarge und wegen der Finanzverschuldung. Sonst sehen die Zahlen wirklich stark aus. Also Umsatzwachstum hier mit 13,3%, Earnings per Share noch stärker mit 21,85%. Also das ist durchaus eine gute Position, die das Unternehmen hat. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen von IMCD, dann sehen wir, dass auf Sicht des letzten Jahres das Unternehmen immer noch unterbewertet ist, also so ungefähr 5 bis 10% unterbewertet. Deswegen auch hier aus fundamentaler Sicht, zumindest hier nach dem Fair Value auf Basis des Gewinns, auch mal ja, interessanten Blick einfach drauf werfen. Ja, würde sich also anbieten, nicht nur vielleicht aus charttechnischer Sicht, sondern auch aus fundamentaler Sicht, sich das Unternehmen mal in einer größeren Analyse anzuschauen. Piotrowski F-Score haben wir hier einen Score von 6 von 9 Punkten, Dividendenale 2 von 4. Auch hier schauen wir jetzt auf den Chart von IMCD, wo man jetzt hier am besten einsteigen könnte. Bevor wir dazu kommen, falls du noch einen neuen Broker brauchst, beziehungsweise ein Depot für den Aktienhandel, dann kann ich dir den günstigsten Broker für Aktien empfehlen, und zwar Finanzen.net Zero. Mit dem ersten Link in der Beschreibung, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar und dem Code Zero jetzt kannst du dir hier einen Bonus von 350 € sichern, also 50 € Neukundenbonus und bis zu 300 €, falls du hier zu diesem Broker wechselst. Das ist natürlich auch dann für mich indirekt eine Unterstützung. Also danke an der Stelle. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Broker und bietet sich natürlich vor allem an, wenn man so Aktien aus der Schweiz zum Beispiel kaufen möchte. Nämlich nur dort gibt es echte Schweizer Aktien zu handeln und da kann man also die Partners Group auch ins eigene Depot kaufen. Aber jetzt gucken wir uns mal die Aktie von IMCD hier in Chart an, also auch wieder am besten im Monatstrend. Auch hier habe ich mal meinen Chartkanal angezeichnet. Wir sind seit 2014 jetzt an der Börse, also circa 10 Jahre. Und ich denke, das ist auch ein guter Richtwert, der auf jeden Fall erfüllt sein sollte hier für ein langfristiges Investment. Wir haben einen schönen monatlichen Aufwärtstrend, also da sieht alles gut aus. Wir haben uns hier auch in dieser Korrektur, in der Inflationskorrektur, genau auf diesem 61,8er stabilisiert und uns immer gefangen auf diesem Niveau. Also ich kann es hier nochmal einzeichnen. Hier in dieser grünen Zone war jetzt die wichtigste Unterstützung. Die wurde auch sehr schön respektiert. Gefällt mir ein bisschen besser, als es bei Partners Group der Fall war. Da sind wir doch nochmal tiefer abgerutscht. Mittelfristig sind wir jetzt hier auch schön rausgekommen bis März 2024, haben uns hier einen neuen Wochentrend etabliert. Der wurde jetzt auch nach unten korrigiert, sind nochmal auf dieses 61,8 runtergekommen. Hier Stabilisierung, nächster Move, jetzt aktuelle Situation, wenn wir uns das ganz kurzfristig ansehen. Befinden wir uns jetzt hier auf der 200-Tage-Linie, da gab es auch schönen Bounce nach oben. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen nach unten kommen, einen neuen Boden bauen, denke ich, dass das Unternehmen dann Richtung Allzeithoch sich bewegen wird. Wir müssen auf jeden Fall hier kurzfristig über 159 und dann ist das nächste Ziel hier über 170 und dann sieht es wirklich sehr gut aus, weil der nächste Widerstand ist dann erst das Allzeithoch hier bei 210. Also konservativer Einstieg hier über 170, aggressiver Einstieg hier vielleicht über 159. Alternativ, wenn wir jetzt hier einen schönen Boden bauen, ähnlich wie wir es hier unten gesehen haben. Also hier unten wäre eine wirklich schöne Einstiegsmöglichkeit natürlich nochmal gewesen, aber auch jetzt hier nochmal mit diesem kleinen Rücksetzer durchaus eine interessante Situation hier bei AMCD. Und es ist ja auch ein Unternehmen hier aus Europa, also vielleicht auch ganz nett für jemanden, der hauptsächlich US-Aktien hat und mit einer Dividende von 1,52% ist es meiner Meinung nach auch durchaus interessant für jemanden, der eine höhere Ausschüttung ja auch wertschätzt. Von dem her gerne mal genauer anschauen, das Unternehmen. Und jetzt stelle ich euch noch das letzte Unternehmen vor, das ich mitgebracht habe. Und das ist hier A&O Johansen. Also ich denke, das Unternehmen kennt wirklich keiner von euch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr die ganzen Unternehmen schon kanntet. Würde mich wirklich interessieren. Auf jeden Fall ist A&O Johansen ein dänischer Großhändler für Baustoffe und Sanitärprodukte. Und ja, ist da ein führender Anbieter, also Baustoffe, Heizungen, Sanitär-, Elektro- und Wasserinstallationsprodukte vertreibt man in Dänemark und hat dann eine interessante Omnichannel-Strategie. Man kombiniert also stationäre Märkte mit einem extrem starken E-Commerce-Geschäft.
Also da ist das Unternehmen sehr stark vertreten und hat eine breite Kundenbasis. Also man hat einerseits hier professionelle Handwerker als Kunden und aber auch durch die Filialen und Online-Verkaufskanäle einfach eine gute Strategie sich aufgebaut. Man hat Eigenmarken im Portfolio und aber auch Drittprodukte und setzt da jetzt eben auch hier auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Sowas ist man ja eigentlich auch aus diesen ganzen skandinavischen Ländern gewohnt. Also ein wirklich interessantes Unternehmen. Und auch hier haben wir eine wirklich ja, ein gutes eine gute Dividendenausschüttung, aber hier nochmal im Qualitätscheck sehen wir einen Score von 11 von 15 Punkten und da fehlen jetzt sogar noch diese Kursentwicklungspunkte, da würde es jetzt nochmal 3 oben drauf gehen, also eigentlich 14 von 15, werden wir auch gleich feststellen. Also im Prinzip nur bei der Nettogewinnmarge gibt es hier einen Punktabzug, denke ich, brauche ich euch nicht erzählen. Also dieses Geschäftsmodell ist niedrigmargig, das ist natürlich nicht allzu schön, aber wenn wir hier in diesem Konsumbereich, Spezialkonsum bzw. Industrial Distribution einen Wert suchen und ins Depot legen möchten, ist natürlich auch die Nettogewinnmarge tendenziell niedrig. Also trotzdem auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen jetzt in diesem Sektor. Können uns hier auch mal die Bewertung anschauen im letzten Jahr, also Fair Value zum Gewinn am besten. Da sehen wir schon, dass wir jetzt so 10%, 15% überbewertet sind. Sind jetzt auch schon ja, ein bisschen vom letzten Tief weg. Aber auch hier könnte sich ein Einstieg anbieten. Die niedrige Nettogewinnmarge sehen wir jetzt hier auch im Sankey-Modell. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 von 9 Punkten, also das ist auch akzeptabel. Dividendenadel nur 1 von 4 Punkten. Man zahlt jetzt auch noch nicht so lange Dividende wie die anderen Unternehmen. Aber auch hier schauen wir uns jetzt mal den langfristigen Chart an von A und O Johansen. Also es ist ein Unternehmen aus Dänemark, wie bereits erwähnt, und langfristig. Also wirklich schöner Chart, immer mal natürlich mit Übertreibungen auch mit drinnen, aber diese Trendlinie wurde bisher immer schön respektiert und es sieht jetzt auch so aus, als würde man die weiterhin respektieren. Deswegen gehe ich jetzt im Moment davon aus, dass wir hier weiter neue All-Time-Highs sehen. Also spätestens hier der Wochenstopp wäre bei 56,9. Das sollte nicht mehr unterschritten werden. Der absolute Monatstrendbruch wäre natürlich bei 22,75, aber das wäre mir dann auch zu spät für einen Ausstieg. Mittelfristig sehen wir jetzt, dass wir nochmal so einen kleinen Rücksetzer aktuell machen und sind auch knapp über der 200-Tage-Linie. Also ich finde es jetzt auch akut spannend, das Unternehmen tatsächlich. Wenn wir uns jetzt hier stabilisieren, könnten wir hier den Einstieg probieren über 84,6 dänische Kronen müssten das dann sein, ja genau. Und dann sollte das Unternehmen auch hier mal wieder höhere Kursziele in Angriff nehmen, wie 90 bzw. dann die 100 dänischen Kronen. Also es ist jetzt nochmal so ein kleinerer Rücksetzer, müssen auf jeden Fall hier nochmal die Stabilisierung abwarten. Es ist eine langsame Bewegung und auch eher eine langsamere Aktie, wenn es ja, darum geht, hier aus so Korrekturphasen rauszukommen. Sollten wir hier nochmal runterkommen, dann definitiv nicht mehr unter dieses Tief. Also das wäre schlecht. Ich würde meinen Stop-Loss definitiv dann unter dieses Tief setzen. Aber an sich auch spannende Situation. Also wir haben hier schon wichtige Unterstützungen, vor allem so im Bereich 77 bis 75. Also sollte da ein Doppelboden oder ähnliches oder ein Trendwechsel stattfinden, vor allem hier in diesem 75 dänischen Kronen, dann wäre das durchaus ein sehr spannender Wert. Also wir sehen ja auch hier, dass dieses Volumencluster genau bei den 75 liegt. Also auch hier ja, spannende Situation. Könnt ihr euch natürlich auch mal auf die Watchliste legen und lasst mich auch mal wissen, ob ihr jetzt dieses Unternehmen hier gekannt habt. Ich fand es ja, interessant. Es ist eben auch ein guter Dividendenzahler. Können wir uns auch noch anschauen. Also Dividende, Ausschüttung ist jetzt hier im Moment 4,7%. Also wirklich eine hohe Dividende, die hier ausgeschüttet wird. Marktkapitalisierung, sehr kleines Unternehmen. Also auch Hinweis, Achtung, hier relativ hohes Risiko. Wir haben hier nur 2,26 Milliarden dänische Kronen Marktkapitalisierung. KGV im Moment 14,84. Ja, also auch spannendes Geschäftsmodell, aber natürlich hier immer keine Anlageberatung. Ihr handelt immer auf eigenes Risiko und ja, ihr haftet immer für die eigenen Verluste und ich versuche jetzt hier keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien irgendwie zu stellen, aber ich finde die drei Unternehmen wirklich spannend jetzt im Moment und würde mich einfach für eure Meinung auch interessieren. Wenn du dich jetzt noch für Aktien interessierst, die
vor kurzem ihre Dividende erhöht haben, dann check doch mein letztes Video dazu aus. Oder auch, falls du eine Alternative zur ASML-Aktie als Investition sucht, dann habe ich da auch ein Video gemacht, und zwar zu Tokyo Electron, ist jetzt auch verlinkt, könnt ihr auch gerne mal auschecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.